Eine Lehrevaluation ist wie eine Autopsie. Man erfährt zwar, woran der Patient gestorben ist, aber es ist viel zu spät, ihm zu helfen. Nun, dieses etwas zynische Bild charakterisiert die Schwachstelle von Lehrevaluation am Ende des Semesters. Sie als Lehrender können nämlich nichts mehr unternehmen, um die Lehre zu optimieren. Im Folgenden möchte ich Ihnen das Instrument Teaching Analysis Poll kurz vorstellen, was viele dieser Schwachstellen nicht hat und Ihnen helfen kann, niederschwellig und effizient Feedback von Ihren Studierenden einzuholen. Das Teaching Analysis Poll ist ein Instrument, um Feedback von den Studierenden zu ihrer Veranstaltung zu erhalten und auch diese mit Ihnen zusammen zu verbessern. Besonders zeichnet das Teaching Analysis Poll aus, dass es sich hierbei um eine qualitative Analyse Ihrer Lehrveranstaltung handelt. Das heißt, die Studierenden müssen eigenständig Aussagen formulieren, die Sie dann interpretieren können. Darüber hinaus eignet sich das Teaching Analysis Poll für ein bilaterales Erwartungsmanagement. Was erwarten die Studierenden eigentlich von Ihnen und was können Sie von den Studierenden dann erwarten? Zudem nehmen Sie die Studierenden auch in die Pflicht, den Prozess der Lehre und des Lernens mit ihnen gemeinsam zu optimieren und Ideen zu kreieren, wie er noch besser laufen könnte. Das TAP kann hierbei als Grundlage für einen informierten und strukturierten Diskurs mit den Studierenden dienen. Nun, wie sieht aber ein typischer Ablauf eines TAPs aus? Sie als Lernender wählen eine Lehrveranstaltung, in der Sie entweder in der ersten halben Stunde oder in der letzten halben Stunde die Veranstaltung verlassen. Ein Moderator übernimmt dann und führt durch den Prozess. Dies hat den großen Vorteil, dass dadurch die Anonymität gewahrt bleibt und die Studierenden ehrliches Feedback geben und keine sozial erwünschten Antworten. Das TAP ist dabei besonders schlank. Es fokussiert auf 3 didaktische Fragestellungen. Was hier in dieser Lehrveranstaltung läuft gut, ist lernförderlich. Das ist auch ein wichtiger Spiegel für Sie zu sehen, was Sie beibehalten möchten. Welche Aspekte sind eher lernhinderlich und welche Ideen haben die Studierenden, diesen Aspekten entgegenzuwirken? Also was kann man tun, damit diese lernhinderlichen Aspekte abgeschwächt oder abgeschafft werden? Im Nachgang werden die Äußerungen und die Ideen der Studierenden gesammelt und ein konsolidierter TAP-Bericht wird an den Lehrenden geliefert. Dieser kann dann mithilfe unseres hochschuldidaktischen Teams eine Analyse, eine tiefere Analyse und auch eine Einbettung durchführen, um dann in einer der nächsten Lehrveranstaltungen auf die Ergebnisse des TAPs einzugehen und den weiteren Dialog mit den Studierenden zu suchen. Sollten Sie nun Lust bekommen haben, ein TAP in einer Ihrer Lehrveranstaltungen durchzuführen, dann schauen Sie sich die Infomaterialien und Anleitungen auf der dedizierten Homepage an oder sprechen Sie uns einfach an. Machen Sie es gut, bis bald.